Der folgende Vormittag steht ganz im Zeichen des Flusses Douro. Nach Überwindung der Carabatelo-Schleuse geht es weiter durch die erste geschützte Weinbauregion der Welt mit Peso da Rigua als Zentrale der Portweinproduktion. Zunächst folgen wir in geruhsamem Tempo der naturbelassenen Flusslandschaft, bevor wir mit der Carabatelo-Schleuse die erste Staustufe erreichen, die den Douro für Passagierschiffe mit einer maximalen Breite von 11,40 Meter überhaupt erst zugänglich macht. Zentimetergenau muss das Schiff in die nur 12 Meter breite Schleusenkammer gesteuert werden, in der ein Höhenunterschied von beeindruckenden 35 Metern zu überwinden ist. Nach nur 12 Minuten ist der Hubvorgang beendet und die Fahrt ist frei für eine genussreiche Flusswanderung in ruhigen Gewässern. Aus sehr naheliegenden Gründen ist auch die Höhe der Flussschiffe Einschränkungen unterworfen. Mit der Annäherung an Rigua tauchen nun zunehmend Weinberge und Weingüter an den Flussrändern auf. Um die Mittagszeit legen wir schließlich am Pier von Peso da Rigua an. Ein kurzer Fußweg führt uns zunächst in das Douro-Museum, welches sich naturgemäß in erster Linie mit der Portweinproduktion befasst. Besonders interessant sind hierbei historische Filme, welche die Mühen des Transports der Fässer über den ungezähmten Fluss vor der Erbauung der Schleusen dokumentieren. Im Anschluss führt uns ein Ausflug durch die allgegenwärtigen Weinberge zu dem gut 20 Kilometer nördlich gelegenen barocken Landgut Casa de Mateus. Schon während der Anfahrt wird deutlich, welch bedeutende Rolle dem Weinbau in der Region zukommt. Wenig später haben wir den Matthäuspalast erreicht, ein inmitten der Natur gelegenes und von gepflegten Gartenanlagen umgebenes Landgut. Der sehenswerte Barockpalast stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ein Durchgang führt zu den hinter dem Gebäudekomplex befindlichen Gartenanlagen, die unbedingt einen längeren Spaziergang wert sind.
Natürlich sind auch die sehenswerten Innenräume des Herrenhauses im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Vorbei an der Kapelle geht es danach wieder ins Freie und wir werfen vor der Rückkehr zum Schiff nochmals einen faszinierten Blick zurück auf das sehenswerte Anwesen. Aufgrund des Nachtfahrverbots auf dem Douro verbleiben wir am Pier, wo wir noch in den Genuss einer Folkloreshow der einheimischen Bevölkerung kommen. Am Folgetag dürfen wir nun durchgehend das malerische Flussbild des Douro in seinem spektakulären Verlauf durch ein enges, gewundenes Tal inklusive der Überwindung 3 weiterer Schleusen genießen, bevor wir schließlich in Barca d'Alva unmittelbar vor der spanischen Grenze Halt machen. Hinter Peso da Regua durchfährt das Schiff zunächst die Ponte Rodoviaria, eine 100 Jahre alte steinerne Bogenbrücke, gefolgt von der großzügig geschwungenen modernen Autobahnüberführung. Wenig später nähern wir uns der Bagausce-Schleuse, in der wiederum ein Anhub des Schiffes um 28 Meter erfolgt. Nun verengt sich das Tal und der zweifellos schönste Abschnitt einer jeden Douro-Kreuzfahrt beginnt. Am Ende eines fantastischen Tages auf dem Douro nähern wir uns schließlich Barca d'Alva, wo das Schiff für eine weitere Übernachtung nahe der spanischen Grenze am Pier verbleibt.